Guten Morgen, Leute. Es ist der 19. März und laufe jetzt die Schloss Kellenberg-Wanderung. Ich habe sie wieder ein paar Mal verschieben müssen wegen meiner Arbeit. Es ist einfach zum Kotzen. Das ist meine zweite Wanderung für März. Das ist nicht zu glauben. Aber kann man nichts machen. Also ungefähr 20 Kilometer heute. Nicht so lang. Ja, ich sehe nicht immer die Schilder Hochwasser stehen, aber ich glaube, es wird gehen. Ich sehe auch, dass hier nicht überall Wasser steht an der Seite, aber das Pfad ist gut zu belaufen. Es ist nicht matschig, es ist gut. Wir sind angefangen in der Nähe von das Dorf Floßdorf. Und von daher laufen wir jetzt unsere Runde. Es wird heute bis zu 18, 19 Grad, also schönes Wetter. Zurzeit ist es gerade 8 Grad, so etwas ist es heute. Aber liegen viele Bäume um. Natürlich auch geschuldet dem vielen Hochwasser. Ne? Aber ich hoffe, dass wir jetzt weiterkommen. Ich bin schon weiter als im vorigen Mal, ne? Da war es richtig schlimm. Hier liegen überall Bäume auf die Straße. Der hat man zersägt, also da kann ich entlang laufen. Einer muss ich schon überher, aber der ist, ja, da kann ich einfach weiterlaufen. Das Wetter ist gut, es bleibt trocken, sonnig, was wollen wir noch mehr? Und ich freue mich schon auf diese Wanderung. Da steht ein Mühlenrad, ein Wasserrad. Nach 1,57 Kilometer und 18,3 Kilometer zu gehen, laufe ich entlang die Schloss Kellenberg. Ich habe sie fotografiert. Alles Privatgelände, darf man nicht kommen. Ne? Ich habe ein Foto von innen gemacht, aber da kamen schon Leute. Ne? Die sitzen gleich drauf. Also, naja, kann man nichts machen. Ich will hier mal filmen hier. Guck mal, was wir hier gemacht haben. Da plätschert das Wasser, ne? Schönes Schloss, großes Schloss, haben ein paar Fotos gemacht davon. Ist schon geil. Also, die haben wir schon gehabt, die
Schloss Gallenberg. Ich habe ein paar Leute gefragt, ist das Schloss Gallenberg? Die sagten ja, weil da steht ja nirgendwo ein Schild, gar nichts. Also werde ich meine Tour weiter verfolgen. Ich hatte da vorne ein, ja, was das ist, weiß ich nicht. Da stand etwas mit einem Wasserrad. Ich habe keine Ahnung, was das ist, das habe ich auch fotografiert. Da muss ich mal nachforschen, ob ich dahinter komme, was das ist. Nach 1,82 Kilometer und 80,1 Kilometer zu gehen, komme ich in Barmen. So scheint das Dorf hier zu heißen. Auch ein kleines Örtchen, denke ich. Und hier muss ich nach rechts, ist da etwas zu sehen? Nein, ich muss geradeaus. Und nach 2,26 Kilometer mit 17,7 Kilometer zu gehen, verlasse ich das Dorf wieder. Dann laufe ich wieder in die Pampe. Und da gibt es Schafen, ja, Lämmern, jawohl. Gänsen so zu sehen, die sind so groß. Ja, das sind Gänsen, also das ist hier geil. Wow. Haus Overbach ist das hier. Das ist auch ein großes Ding, ne? Wow. Wow, wow, wow. Haus Overbach. Und wir gehen den ersten Hang hoch. Nach 3,34 Kilometer, 16,5 zu gehen. Also schon viel gesehen auf diese kurze Distanz. Es ist unglaublich. Hier jagt das eine Highlight das andere. Ne? Nach 3,63 Kilometer und 16,2 Kilometer zu gehen, sind wir aus Juli-Barmen raus. Definitiv raus. Und hier liegt ein altes Gleisenetz. Unglaublich. Hier überqueren wir die alte Gleise. Hier sind sie schön komplett vergraben im Sand. Ne? Wow. Nach
4,26 Kilometer, 15,5 zu gehen, kommen wir in Merzenhausen, Stadt Jülich, Kreis Düren. Ah, Jungs. Oh, schönes Pferd, ne? Geil. Ja, Leute. Nach 4,61 Kilometer verlassen wir Merzenhausen wieder und haben noch 15,2 zu gehen. Eine schöne kleine Wanderung. Ja, Leute, die ersten 5 Kilometer sind weg. Um genau zu sein, 5,9 Kilometer, jetzt 5,1 Kilometer, Entschuldigung. 14,7 Kilometer zu gehen und ich muss immer extra Dienste schieben für meinen Arbeitgeber, ne? Meinen neuen Arbeitgeber, seit 1. Januar habe ich den. Aber Zahlen ist ein Problem bei denen, ne? Weil ich habe meinen ersten Monat, ja, das Gehalt von meinen Stunden habe ich ja einfordern müssen, weil da kam nichts. Und jetzt auch beim zweiten Gehalt von Februar, es war schon 1,5 Wochen im März, da war noch kein Geld auf die Rechnung. Und da kam er wieder für einen extra Dienst zu schieben, da habe ich gesagt, ja, ist okay, aber erst Kohle auf die Rechnung. Und dann hat der ungefähr 1,5 Stunden, bevor ich arbeiten gehen müsste, hat er dann das Geld überwiesen. Das ist richtig zum Kotzen. Also das ist schon schlimm mit denen. Nach 5,19 Kilometer und 14,6 Kilometer zu laufen, bin ich wieder zurück in Barmen. Also ich habe einen kleinen Abschlenker gemacht und bin wieder zurück in diesem Dorf. Unglaublich. Naja. Der Barmer See, Leute, der Barmer See. Da sieht man ihn. Viel grün hier, also man kann hier schwierig sehen, aber es geht. Und der habe erreicht nach 6,46 Kilometer nach 13,4 zu gehen. War es ein Ausblick. Guck mal da. Und es gibt an der Seite eine Schwäne, die kommt da an. Guck mal da, hinten kommt sie. Wow, wow, wow. Mal eine kleine Pause, Leute. Etwas trinken. Oh, ja. Wir haben zurzeit 6,68 Kilometer, 13,2 zu gehen. Und es ist zurzeit
Ja, ungefähr 13 Grad. 13 Grad ist es jetzt. Fühlt sich sehr warm an, muss ich schon sagen. Fühlt sich sehr warm an. Für 13 Grad. Aber es kommt durch die Sonne. Ne? Die Sonne scheint. Es ist richtig herrlich. Und da vorne sitzen auch Leute auf die Bank. Die sind auch, haben auch mal eine kleine Pause. Also 13,2 Kilometer, das ist nicht so weit mehr, das werde ich schaffen. Denn ich muss vor 4 Uhr zurück zu Hause sein, für zu kochen. Ein Bekannter von mir, der möchte um 5 Uhr essen. Wahnsinn. Boah, ist das gut. Das konnte ich jeden Tag machen. Na, das geht nicht, ich muss ja arbeiten. Für die ganzen Nazis, ne, die ganze kasarische Mafia. Und in Amerika haben diese Verbrecher die Wetterwaffe HAARP eingesetzt. Ne? HAARP, such das mal auf. Da sind schon 38 Tote und mehrere Staaten haben die schon vernichtet. Ne? Das ist einfach zum Kotzen. Weil die kasarische Mafia hat das amerikanische Volk jetzt richtig den Krieg erklärt. Und es wird jetzt richtig fies. Ich hoffe, dass die Whiteheads das im Griff bekommen. Denn diese HAARP-Anlage muss dann eigentlich vernichtet werden. Naja, werden sehen. Hier in Europa geht's ja noch. Wir sitzen ja noch unter die Nazis. Ne? Regierungen, Institutionen, all die Gemeinden, das ist alles Nazis. Tja, was soll man machen? Die Leute wachen einfach nicht auf. Ne? Zahlen schön ihre Steuern an diese Nazis. Und schieben ihnen Geld auch noch am Arsch. Ne? Das sollten sie mal schleunigst mal lassen. Dann ist es so vorbei mit denen. Wenn die kein Geld mehr bekommen, ist es Ende. Und das muss passieren, Leute. Denn die wollen euch in die KZs haben. Ne? Wie nennen sie es wieder? Smart Cities. Ja, Konzentrationslager können die ja nicht mehr nennen, sinds 45. Ne? Nennen sie es Smart Cities, diese Verbrecher. Hier gibt es eine Hütte. Eine Hütte. Was ist das denn hier? Ah, ein Angelverein, Angelsportverein. Rahmenhorch e.V. Auch für die Angeln hier auch. Wir können hier ein Barbecue machen, ne? Geil. Geil, geil, geil. Ja, wir können hier ein Barbecue machen.
laufe jetzt über einen Damm. An beiden Seiten ist Wasser. Der Seite ist Wasser. Und an der Seite ist auch Wasser. Da ist eine Insel mit einer Brücke. Da kann man sitzen. Es gibt nur 2 Bänke da. Eieiei. Das sind die Ästen. Und da liegt ein Baum flach, ne? Im Wasser. Auch geil. Hallo. Bisschen matschig. Guck mal da. Ah, das wird ja immer geiler auf diese Tour. Kamerazusicht darf man rein. Eigene Gefahr. Das ist immer Kamerazusicht, okay? Ich habe eine Kamera dabei. Betreten auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. Okay, das ist geil. Na ja. What the fuck ist das denn hier? Heiliger Scheiße, das ist geil. Wow, 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 wow.
mal sein Verkehr, wenn ich mit Aufnahmen machen möchte. Ne? 10 Kilometer gelaufen, 10 Kilometer zulaufen. Also wir haben die Mitte der Wanderung erreicht. Daneben ist eine große Straße. Wir mussten nach rechts, nein, nach links, nach 620 Meter. Also das ist schon mal ein Verkehr, ne? Und die Highlight des Tages ist der Brahmer See, ne? Das war absoluter Hammer. Da bin ich Kilometer entlang geschrubbt. Also, der war super. Da kann ja nicht mehr kaputt, der Tag. Mal sehen, was die nächsten 10 Kilometer bringen. Nach 11 Kilometer, 9,14 Kilometer zu gehen, komme ich in ein nächstes Dorf. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, es steht kein Ortsschild. Aber hier ist, glaube ich, ein Schloss an der linken Seite. Werde mal sehen. Es sind Stellen, wo der Wind still ist, wie jetzt, und auch Stellen, wo es weht. Das ist immer so eine Sache. Ich sehe hier schon altes Gemäuer, tatsächlich. Okay. Das ist auch ein altes Gemäuer hier. Ja, da ist etwas, da hinten. Man kommt da nicht rein. Ja, das ist tatsächlich ein Schloss, Leute. Aber die Mauern sind so hoch, man kommt gar nicht ran. Gar nicht. Hier ist die Mauer etwas niedriger. Da kann man einen Blick erhaschen über das obere Geteil. Man sieht da einen Turm. Aber mehr kann man nicht sehen. Leider. Hier gibt es einen Bahnübergang, eine Bank und eine Kapelle. Okay. Ja Leute, diese Kirche haben wir schon in der Ferne. Ne? Wir haben 11,7 Kilometer gelaufen, müssen noch 8,38. Das ist auch ein kolossaler Bau. Ne? Ich habe immer nicht rausfinden können, welches Dorf das ist hier. Ich denke März oder so etwas, aber ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es rausgefunden, wo wir sind. Wir sind in Broich. Also da werde ich mal raussuchen, was das für ein Schloss ist in Broich. Ne? Das war die Kirche von Broich. Ein riesiger Koloss. Ein bisschen Verkehr, aber sonst ist hier ruhig in den Dörfern. Ne? Es steht ein klein bisschen Wind, aber das ist herrlich. Es ist richtig warm heute. Noch 12,6 Kilometer und noch 7,41 Kilometer zu gehen.
habe ich jetzt das Dorf oder Stadt, was es ist, Broich verlassen. Und gehen wir langsam aber sicher zurück zu Flossdorf, wo mein Auto steht. All diese kleinen Pferdchen, ne? Sind ganz klein. Unglaublich. Ich denke, dass es Zwergponys sind. Nach 15,3 Kilometer kommen wir in ein Dorf. Und wir müssen noch 4,72 Kilometer. Nach 16,1 Kilometer und noch 3,88 zu gehen, glaube ich noch immer in Tetz. Das ist das Dorf, wo wir hier sind. Hallo. Also habe ich das auch wieder rausgefunden. Ich habe einen Mann gefragt und die sind mal Leute, die sind ganz freundlich. Und jetzt weiß ich, wo ich bin. Bisher ist hier in Tetz nicht viel zu sehen. Aber es macht nichts, wir brettern einfach weiter. Wir zum Auto. Die Kirche selber ist ja geschlossen, da kommt man nicht rein. Die Tür ist zu. Da mache ich ein paar Aufnahmen mit die Sony von außen, was möglich ist. Da ist ein Mühlenstein. Hier war wahrscheinlich mal eine Mühle, denn die Straße heißt auch so, ne? Noch eine Mühle. Das ist alt. Ja, verlassen über diese grüne Straße, verlassen wir Tetz, ne? Nach 17 Kilometer und noch 3,02 Kilometer zu gehen. Deutsche Straßen werden grün. Und nebenan läuft eine große Bundesstraße.
Ja Leute, der Matsch, der hat mir heute auch wieder gefehlt, ne? Tja. Also kein Matsch heute. Kann man nichts machen, es regnet zu wenig. Da muss die kasarische Mafia wieder ran, ne? Und wir laufen wieder ein kleines Waldstück. Und wir brauchen noch 1,49 Kilometer bis zum Auto. Wir haben schon 18,8. Also, wir haben das bald geschafft, dann sind die 20 rum, ne? Und das war doch eine schöne Wanderung. Ja, der Bramer See hat die Show gestohlen. Nicht das Schloss, nein, der Bramer See hat die Show gestohlen, definitiv. Ja Leute, ich habe jetzt 19,2 Kilometer gelaufen, muss noch 850 Meter noch. Dann stehe ich vor meinem Auto. Also werde ich mich hier von Flossdorf verabschieden und werde ich euch weitergeben an der Zukunftsdeo von dem PC, der die Abmoderation macht. Ja Leute, guten Abend und willkommen zurück bei der Abmoderation von der Wanderung von Schloss Kellenberg. Ja, nach einer Verzögerung habe ich die dann doch laufen können. Ne? Eigentlich war die schon geplant für Dienstag, glaube ich, vorherige Woche. Dann wurde es Samstag. Das wurde auch nichts. Ich muss Samstagabend auch, Samstagnacht auch wieder arbeiten. Und jetzt ist es schon Mittwoch, ne? Dann habe ich sie endlich gelaufen. Es ist der 19. März heute, ja. Und die Schloss Kellenberg Wanderung, die war sehr schön, weil auch das Wetter war schön, den ganzen Tag Sonne. 18 bis 19 Grad war es, war schon richtig warm. Das erste Stück der Tour war richtig schön, ja. Da standen überall die Schilder von Hochwasser, aber es war kein Hochwasser mehr. Nur dass man mal über einen Baum muss, weil da wieder ein Baum flach lag, aber sonst war es eigentlich problemlos. Keinen Matsch, nein, auch nicht. Ja, Sehenswürdigkeiten hatten wir am Anfang sehr viel, ne? Das war absolut der Hammer. Da war noch etwas, wo ich nicht wusste, was das war. Wir hatten das Kreuz da von den Nylandkreuz, ne? 1681, ja. Von einem anderen Ritter. Da gab es eigentlich etwas wie eine Mühle, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was eine Mühle ist, aber da ist das Wasser hier. Und wenn man zurückschaut, sieht man hier hinten ein Schuppenrad. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und das ist dieses Gebäude. Das liegt in der Nähe von Flossdorf, wo ich den Anfang gemacht habe. Ich habe den Anfang gemacht in Flossdorf. Und da lag dieses Gebäude mit dem Schuppenrad. Man sollte eigentlich sagen, könnte schon eine Mühle oder so etwas sein, eine Wassermühle. Muss mal schauen, ob ich das rausfinden kann. Dann war die Burg Kellenberg hatten wir dann, ja. Das war die Burg, die hatten wir hier. Tja,
Es sind auch unbearbeitete Bilder. Im Video sind die bearbeitet und sehen die besser aus. Und da war auch kein Zugang. Und wenn mich da, ich habe dann ein Foto gemacht da drin, hinter dem Tuch. Und dann kamen die schon angeschossen. Ne? Was muss der Mann da? Also ist unglaublich. Was für ein Scheiß. Man möchte einfach ein paar Fotos machen, dann kommen die schon angeschossen. Ne? Das ist nicht zu glauben. Haben scheinbar nichts Besseres zu tun, aber da sieht man auch schon einen Turm. Ne? Auch ein Gebäude hier drin. Aber leider ist da kein Zutritt. Also die hatten wir schon nach 974 Meter steht hier. Also innerhalb 1 Kilometer waren schon bei Schloss. Kein Problem. Wir hatten sehr viele Tiere, Jungtiere, ne, wie Lämmern. Die hatten wir auch. Gänse, sehr viele. Habe einige Fotos von geschossen. Ein paar schöne Häuser, ne? Kirchen. Eine alte Bahntrasse habe ich auch gefunden. Ja. Auch gab es auch eine alte Bahntrasse. Kapellen gab es ja. Und dann kamen wir bei das Wasser. Ne? Das war, wie heißt das auch wieder? Barmener See. Barmen war ja der Ort, wo ich gewesen bin. Und das war eigentlich das Highlight des Tages. Nicht das Schloss, sondern hier der Barmener See. Das war richtig geil. Da bin ich sehr lange Zeit entlang gelaufen. Schon einige Kilometer. Und dann kam man noch an ein zweites Schloss. Das war hier. Das ist auch ein Schloss. Ich weiß nicht, was für ein Schloss das ist. Da steht nirgendetwas. Und hier kann man einen Blick erhaschen. Da sieht man schon einen Turm. Aber die Mauern sind so hoch, dass das größte Teil der Blick versperrt ist. Leider. Ich denke, dass es ein sehr schönes Schloss ist, aber auch da kam man einfach nicht ran. Ne? Dann kamen ein paar Dörfer, dann haben wir hier mit den Pferden, ne? Ein paar Kapellen. Und das war eigentlich schon bei die 20 Kilometer, das waren ja nur 20 Kilometer, ne? Also nicht so viel. Wir sind in Flossdorf, haben wir den Anfang gemacht. Barmen. Dann haben wir hier an dem See, den wir da rumgelaufen sind. Also das war richtig geil. Zu Broich war das hier, ja, da sind wir noch gewesen. Und von Broich sind wir wieder nach Tatz. Das war das nächste Dorf. Habe auch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Und dann wieder zurück zu Flossdorf. Ja, es war eine sehr schöne Wanderung. Wir hatten einen Schnitt von, muss mal eben schauen, 4,25 Stunden benötigte ich für die 20 Kilometer, 20,5. 4,6 Kilometer Schnitt und wir hatten Höhe rauf 80 und runter 90 Meter. Also es war relativ flach. Da war nicht viel mit Höhenmeter. Und was werden wir nächstes machen? Tja, Freitag wird es gutes Wetter, 21 Grad. Ich denke, dass ich da eine Wanderung reinschiebe, denn das Problem ist, ich muss von Sonntagabend bis Mittwochabend arbeiten. Das bedeutet, da ist nichts mehr mit Wandern. Das Wetter wird schlecht, Regen. Aber Freitag wird ein super guten Tag bis 21 Grad. Und ja, ich denke, dass ich da nach Belgien gehe. Da habe ich Lust, um mal wieder nach Belgien zu gehen. Und das wird dann diese Wanderung, glaube ich. Das ist Belgien, glaube ich. Mal schauen.
Ja, das ist Belgien. Ich denke, dass ich die reinschmeiße. Op Grimbeek, ja, ich denke, dass ich nach Belgien gehe Freitag. Das ist eine gute Idee. Dann eine Wanderung machen. Wird auch so zu sehen, auch eine schöne Gegend sein in Belgien. 21,3 Kilometer, also 1 Kilometer weiter als heute. Ungefähr 1 Kilometer weiter als heute. Ist auch nicht so lang. Aber lange Wanderung kommt auch wieder. 42er, die steht auch an. Und zwar steht die an, ich denke innerhalb von 2 Wochen, die Wegeberger Mühlenroute. Aber da müssen auch 42er für die durch. Also die ist 43 Kilometer. Und da gibt es 170 Höhenmeter. Und er sagte, 11 Stunden benötige, aber das glaube ich nicht. 11 Stunden für 43 Kilometer. Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Denn ich habe ja hier die vorherige Tour gemacht. Das war diese. Mal schauen, das ist gespeichert, muss ich nicht haben. Ich möchte mal sehen, was ich für die vorherige Tour benötigte. Schloss Kallenberg-Wanderung, Salfkan-Mühle-Tour. Da habe ich für benötigt, wie lange habe ich da drauf gelaufen? Das war ja 44 Kilometer. 8 Uhr und 54 Minuten. Ja, das ist deutlich weniger als 11 Stunden, was Komoot sagt. Das ist fast 2 Stunden weniger. Also nein, das wird nicht. Ich denke, das wird in ein paar Wochen, werde ich diese auch laufen, die 43 Kilometer. Dann bis zum Diekerich, Luxemburg, sind das noch gut 2,5, 3 Monate, ne? Wir sitzen jetzt schon Ende März, April, Mai, Juni. Ja, 2,5 Monate ungefähr. Also müssen ran in den Speck. Gut. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Oder besser gesagt, diese Wanderung gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Schreiben einen Kommentar, was ihr fand von dieser Wanderung. Da muss ich mal eben denken. Jetzt bin ich jetzt weg. Unglaublich. Also gut, sage es weiter. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Wanderung. Und das wird wahrscheinlich die Wanderung von Freitag sein. Ich werde das Telefon mal was öfter ausschalten, so dass mein Arbeitgeber mich nicht erreichen kann. Dann kann er mir auch keine extra Dienste geben, ne? Weil die brauche ich ja nicht. Er soll erstmal uns zeitlich das Gehalt bezahlen, ne? Weil das ist bisher eine Katastrophe. Also Leute, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao, ihr Theo.